Hallo Freunde der Füße. Da immer wieder die Fragen aufkommen, welche Geräte ich benutze, wollte ich euch heute mal alle Geräte vorstellen, mit denen ich jemals gearbeitet habe. Das heißt, die Geräte, die ich seit Beginn meines Berufslebens genutzt habe. Beim ersten Gerät, mit dem ich begonnen habe, wo ich meine ersten Schritte in der Fußpflege gemacht habe, ja, das ist jetzt kein Profigerät und ja, ich muss mich für schuldig bekennen. Ich habe auch mit ihm begonnen. Jede ordentliche Handwerkerin hat so einen zu Hause. Somit musste ich nichts neu kaufen und ja, ihr wisst alle, dass die Ausbildung teuer ist und also war, mittlerweile ist sie das ja nicht mehr. Und ja, ich habe mit ihm gearbeitet. Nachteil bei diesem Ding ist, erstens mal, dieses Handstück ist massiv klobig. Dann gibt es noch diese Welle dazu, die man dann zusammenschrauben kann an dem Dremel und nee, das hier schraubt man da an. Ja, Problem ist halt, ich bin mobile Fußpflege gefahren und das Teil immer zusammenschrauben, auseinanderschrauben ist sehr zeitraubend. Und sagen wir es mal ehrlich, wenn man mit so einem Gerät zum Nägel abschleifen beim Patienten aufschlägt, es ist nicht wirklich professionell. Also ja, da gibt es weitaus bessere Geräte, die was professioneller wirken und auch nicht so viel Geld kosten. Ich habe den Dremel vielleicht ein halbes Jahr genutzt, recht viel länger nicht. Also mir war einfach die Auseinander- und Zusammenbauerei, das nervt mit der Zeit. Und ich sehe da, dass man das nicht ordentlich wieder da in die Kiste reinkriegt. So. So. Das nächste Gerät ist schon ein bisschen kompakter, sieht auch mehr nach einem Fußpflegegerät aus. Und zwar war das der hier. Der ist relativ günstig gewesen. Wie ihr wisst, am Anfang kaum Kohle gehabt, auch kaum Patienten. Also wenn man jetzt da am Land eine Fußpflege, also mobile Fußpflege aufmacht, ja, man muss wirklich gucken, wo man die Leute herkriegt. Also mit Werbung und dem Ganzen ist es oft nicht getan und bis die Mundpropaganda zum Laufen anfängt, es dauert oft sehr lang. Also das war mein zweites Gerät, ist normalerweise ein Gerät für die Maniküre. Für meine Zwecke hat es gelangt, es war klein, kompakt und ich habe nichts auseinanderbauen oder zusammenbauen müssen. Hier vorne haben wir eine Spannzange drinnen, die war ganz einfach zu bedienen. Ja, an und für sich ist das Gerät ganz gut. Großer Nachteil bei diesem Gerät und auch beim Dremel ist, dass der Fräserstaub weder abgesaugt noch gebunden wird noch sonst irgendwas. Das heißt, wenn man jetzt da die Nägel oder Pilznägel schön fräst, dann hat man den ganzen Staub von diesen Nägeln in der kompletten Raumluft. Man hat es so richtig schön verteilt. Ja, deswegen würde ich auch niemandem empfehlen, dass er ohne Absaugung oder ohne Staubbindung arbeitet. Gut, mein nächstes Gerät habe ich nicht mehr. Das war von dem Gerät hier der Vorgänger. Das Gerät hat mir sehr, sehr lange gute Dienste geleistet. Das habe ich gehabt, Moment, ich habe jetzt da hier meine Praxis mittlerweile 10 Jahre. Ja, das Gerät hat ungefähr 8 Jahre hat mein Gerät gehalten. Und als ich es verkauft habe, habe ich noch richtig gut Asche dafür gekriegt. Also ich war richtig zufrieden damit. Auch mit dem Gerät und die Reparaturen und ja, kann ich nichts hinzuzufügen. So, mein nächstes Gerät, ich habe mir gedacht, weil das eine Gerät ja schon so alt war, dass ich mir ein neues Gerät hole. Und auf der Messe, ich kaufe gerne auf Messen ein, da gibt es einen 10% Messerabatt, habe ich mir ein neues Gerät gekauft. Das war dann das hier. Dieses Gerät, hoppala, das kann ich nicht einmal ausstecken. Moment, es hängt. Nein, jetzt hängt es nicht mehr. So, dieses Gerät ist, ihr alle kennt es. So.
Ja, dieses Gerät habe ich mir dann auf der Messe gekauft und an und für sich mit dem Arbeiten bin ich auch recht zufrieden gewesen damit, aber es hat einen großen Minuspunkt bei mir eingefahren, weil nämlich hier drinnen die Spannvorrichtung ist regelmäßig alle 3 Monate kaputt gegangen. Und dann das ganze Gerät wieder einschicken, reparieren lassen, wieder retour kommen. Dann habe ich auch mit dem Hersteller telefoniert und gesagt, ja, es gibt so ein Wechselfutter, das kostet weniger, man muss nicht das ganze Gerät immer einschicken. Ja, Problem bei der Sache, ihr wisst es selber, wenn ein Gerät kaputt ist, muss man natürlich ein Leihgerät haben. Und bis der Postweg wieder hin ist und her ist, steht man teilweise einen ganzen Tag oder 2 Tage ohne Gerät in der Praxis da. Und das ist etwas, was sie wir nicht leisten können. Ja, somit habe ich das Gerät reparieren lassen und habe es mittlerweile als Zweitnotfallgerät degradiert. An und für sich ist es ein gutes Gerät, aber wie gesagt, ich habe halt nicht die positivsten Erfahrungen damit. So, das war eben dann ein teurer Spaß, Lernspaß. Und das Gerät, was ich jetzt benutze, ist der hier. So, den nutze ich zurzeit, mit dem bin ich auch sehr zufrieden, den habe ich jetzt seit 2 Jahren. Keine Probleme, die Spannzange nicht im Eimer. Ich habe ihn jetzt das erste Mal zur Reparatur geschickt und er ist ohne, wie sagt man da so schön, ohne Hospitalismus zurückgekommen. Falls jemand nicht weiß, was ein Hospitalismus ist, wenn ein Patient ins Krankenhaus geht und dann zurückkommt und mehr Krankheiten hat wie vorher. Also von dem her, das Gerät, das hat alles bis jetzt mit mir überstanden. Wie ihr wisst, arbeite ich ja ziemlich viel und meine Geräte müssen halt einen Haufen aushalten, genauso wie bei euch in den Praxen. So, ich habe, wie ihr seht, ja nur Trockengeräte. Das hat auch einen ganz einfachen Grund, warum ich nur Trockengeräte habe. Denn der Staub, also der Feinstaub, wird sofort abgesaugt und kurft nicht in der Raumluft rum. Jetzt werden natürlich einige von euch sagen, aber Nassgeräte sind doch viel besser und sind viel besser und angenehmer für den Patienten. Ja, das mag ja möglich sein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir widerstrebt ein Nassgerät. Denn wenn ich jetzt hier vorne den Fräser drin habe, dieser Fräser dreht sich minimal, wie viele Umdrehungen haben wir hier minimal? Minimal mit 6000 Umdrehungen. Also habe ich jetzt einen Fräser hier drin, der sich 6000 Mal in der Minute dreht. Das ist schon ziemlich schnell, es geht dann noch schneller. Die höchste ist 40.000, aber die nutze ich nie. Und wenn jetzt da hier Wasser drauf kommt, was glaubt ihr, wo das Wasser hinspritzt? Ganz bestimmt nicht nur auf den Patienten. Also die feinen Tröpfchen, seit Corona wissen wir ja alle, was Aerosole sind. Die werden in der Spray, also bei Nassgeräten, ja zum Hauf produziert. Und wenn ich jetzt das am Patienten mit Pilzennagel und so aufsetze und ein Nassgerät habe, dann spritze ich mir den kompletten Nagelpilz auf mich drauf, im Raum herum und auf den Patienten und das klebt alles. Wenn jetzt einige von euch sagen, das stimmt doch alles gar nicht, dann überlegt euch mal logisch, wie der Vorgang von Düse, Wasser, Fräser, 6000 Umdrehungen und Fliehkraft ist. Allein die Physik sagt, dass die Fliehkraft bewirkt, dass das Wasser davon spritzt. Was ist der Nachteil natürlich bei der Nasstechnik, wenn das Wasser so davon spritzt und ihr das im Gesicht und überall habt und trotz Schutzbrille kann es zu massiven Augenreizungen kommen. Natürlich, die Maske FFP2 ist bei uns Pflicht, das wisst ihr alle. Schützt uns und wer das Visier hat oder die Schutzbrille jetzt hat, es schützt die Augen ein bisschen, aber wie gesagt, seit Corona kennen wir alle die Aerosole und die bleiben ja länger in der Luft. Das heißt, theoretisch diejenigen, die Nasstechnik benutzen, müssten normalerweise nach jedem Patienten ordentlich durchlüften und
ja, den Raum von oben bis unten desinfizieren, inklusive Wand und alles, weil dort überall klebt der Patient. Also die Haut oder der Nagel des Patienten. Die Trockentechnik, so wie ich sie hier habe, finde ich ja, angenehmer. Ich sage jetzt nicht, dass das hundertprozentig alles absaugt, nee, aber wenn ich jetzt gucke, im Gegensatz zur Nasstechnik, ich habe erstens mal nicht den Quatsch überall auf dem Fuß und auf den Nägeln und auf der Haut und muss den Fuß hinterher nochmal sauber machen, weil sobald es nach der Nasstechnik trocknet, ist der ganze Fuß weiß, voller Hautschuppen. Auch nicht wirklich schön. Ja, und der Großteil des Staubes wird eben abgesaugt, die großen Brocken fallen trotzdem nach unten. Ja, also ich finde eigentlich Trockentechnik um einiges besser als wir die Nasstechnik. Aber das ist an jedem selbst überlassen, was er sich kauft. Ja, weil die Geräte sind eigentlich nicht wirklich günstig. Ja, das sind jetzt meine Geräte, die was ich hier in der Praxis genutzt habe. Und wir müssen Hausbesuche machen. Ich habe auch noch einen Hausbesuchkoffer. Mein Hausbesuchkoffer ist mittlerweile auch schon stolze 10 Jahre alt. Den habe ich mir ziemlich am Anfang gekauft. Und wie ihr seht, ist er schon ordentlich mitgenommen. Ich habe den nämlich nicht neu gekauft, ich habe den auch gebraucht gekauft. Ja, das kostet alles einen Haufen Geld. So sieht mein HB-Koffer aus. Hier ist ebenfalls ein Gerät drinnen, ein Trockengerät ist hier drinnen. Und erstaunlicherweise ist dieses Trockengerät um einiges zuverlässiger als wir das da unten von derselben Firma. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht war nicht nur hier früher alles besser. Ja, hier haben wir mit der Lupenleuchte ist hier drinnen, dann hier haben wir die ganzen Sachen drinnen. Ja, aber ihr kennt doch alle, Hausbesuchkoffer. Also, dieses Gerät ist jetzt das älteste, was ich, nee, nicht das älteste, der Dremel ist eigentlich das älteste, was ich habe. Aber für die moderneren oder professionelleren Geräte ist das hier das älteste professionelle Gerät, das ich habe. Das habe ich ja mit dem Koffer gekauft und der Koffer war vorher schon 2 Jahre alt, also ist das Gerät, ich glaube, 12 Jahre alt. Ich glaub's, ich bin mir jetzt nicht sicher. Steht das irgendwann drauf, wann das gemacht worden ist? Nö, steht nicht drauf. Ist ja egal. Also, wie gesagt, das wäre eigentlich mein ältestes Gerät, was ich habe. Jetzt bringe ich es wieder nicht rein. So, wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich denn so viele Geräte habe und warum dass ich nicht welche verkaufe, ja, gute Frage. Diese Frage habe ich mir eigentlich noch nie gestellt. Und vielleicht brauche ich das zum Abschreiben. Naja, wie gesagt, meine zwei ersten Geräte, ja, für die kriege ich nichts mehr. Also, für was soll ich da die verkaufen? Und die anderen 2 Geräte, also das eine ist ja mein Hauptgerät, mit dem was ich arbeite, und das andere ist ein Ersatzgerät. Und wenn ich jetzt einen Praktikanten habe, der was irgendeinen Verwandten hier hat zum Probieren und zum Üben, dann kann er ja die zweite Kabine nutzen. Ich habe 2 Kabinen in meiner Praxis, beide sind voll ausgestattet. Ja, ich sitze jetzt in der wie sagt man da? Nicht entweit. Helft's mir schnell weiter, wie heißt's? Zweckentfremdeten Kabine, das was mein Studio war ist. Aber dennoch habe ich Lupenleuchte, Tisch, ist ja alles da. Von dem her habe ich eben zurzeit 1, 2, 3 Geräte. Habt ihr Fragen zu den Geräten? Fragt's nicht mich, wendet euch an die Hersteller. Weil das ist hier kein Produktplacement, das ist alles meine persönliche Erfahrung mit den Geräten. Und wenn ihr Fragen zu den Geräten selber habt, wendet euch an die Hersteller der jeweiligen Geräte. Ich kriege nichts dafür, dass ich euch das zeige. Meine lieben Freunde der Füße, das war's jetzt mit den ganzen Fußpflegegeräten, die ich habe. Und ja, natürlich, wenn man jetzt frisch anfängt, nimmt man halt nur mal was her, was nicht so professionell ist. Ihr müsst es auch mir verzeihen können.
es ist nicht jeder, dass er gleich mit einem Profi-Gerät anfangen kann. Also sowas verstehe ich auch und ich verurteile auch keinen, der was mit einem Dremel anfängt. Das muss jeder für sich entscheiden können. Gut. Ja, dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit. Bleibt alle schön brav, negativ. Corona-Test negativ natürlich, ansonsten positiv. Bis zum nächsten Video. Eure Andrea. Tschüss.